Paul stayed in Corinth for some time after that, then said goodbye to the brothers and sisters and went on to nearby Cenchrea. There he shaved his head according to Jewish custom, marking the end of a vow. Then he set sail for Syria, taking Priscilla and Aquila with him, and that's when we pick up Ephesus. Okay? So we're picking up from our time in Thessaloniki, and then maybe I'll go back to the Athens bit, and then Corinth, and then Ephesus. So just get the timing in there, sandwiched in. All right? Yeah. This is between Thessaloniki and Ephesus. Zwischen Thessaloniki und Ephesus. All right. So I'm going to do some things that help us make us understand these events, as well as the writings and what the Corinthians faced in their lives. Also gehen wir durch ein paar Sachen durch, die uns verstehen helfen, was da passiert ist und was der Paulus jetzt schreibt. Corinth was at one time considered the center of the ancient world. Korinth wurde mal als das Zentrum der antiken Welt betrachtet. See what's that place? All right. It was located, located on a thin land bridge between the north and the Peloponnese, the north and the south, which is the Peloponnese, which is kind of circled here. Ja, liegt auf einer kleinen Landzunge zwischen diesen zwei, den unterschiedlichen Landsorten. And there was a small land bridge, which I'll zoom in on, that connected kind of the northern part to the southern part. Und da gab es diese kleine Landzunge, die den Nordteil mit dem Südteil verbunden hat. It's called the Isthmus. Isthmus. Okay, and this became very important for the sea trade. Und das wurde für den Seehandel sehr wichtig. And you see, if you're coming from the East Mediterranean, you follow the red line. Wenn du vom Osten im Mittelmeer kommst und du folgst dieser roten Linie, naturally, the geography dictates you'd have to go around the south and come back up around the red line. Der natürliche geografische Punkt wäre, dass du dieser roten Linie folgen müsstest, ganz weit unten rum. But this takes a lot of extra time, and these waters are actually very dangerous. Und es dauert viel länger und da unten ist das Wasser auch gefährlicher. Lots of shipwrecks, lots of storms. Viel Schiffbruch, viele Stürme. And they have no modern day navigation equipment. You've got to remember they do by the stars. They don't know if there's rocks underneath the water, etc. Sie haben ja keine Ahnung, ob Felsen unter Wasser sind, haben keine modernen Navigationssysteme, sondern müssen sich an den Sternen orientieren. Even a few years ago, the ship I showed you, Next Wave, was sailing kind of through here. The YWAM ship Next Wave was sailing through here. Irgendein Schiff ist da auch durchgefahren. Das war... Okay, also das YWAM-Schiff ist da durchgefahren. And a thunderstorm arose out of nowhere. Und ein Sturm kam aus dem Nichts. And the wind shifted and it jived the ship over to the side. Und der Wind hat sich gedreht und hat das Schiff auf die Seite geschlagen. And it's got the boom, the bottom part of the sail. The boom, it's a big metal aluminum pole. Ein Teil vom Segel, einen dicken Aluminiumstab. Mast. The force of it snapped it. Die Kraft davon hat durchgebrochen. Because the force of the storm, the waves picked up, water's flying everywhere. Die Wellen wurden stärker und alle Kräfte wurden stärker. And they ended up having to take refuge in one of these little bays down here. Und dann mussten sie in einer der Ausbuchtungen Zuflucht suchen. And then the storm was so violent, they kind of had to go in, try to get their boom fixed, etc., etc. Und der Sturm war so gewaltig, dass wir da den Mast wieder reparieren lassen mussten.
And then they tried to leave, but then water had gotten into their big anchor winch. Und als sie wieder wegfahren wollten, war dann Wasser im Anker, im Gewinde. So they had to spend several hours manually, people like oxen, pulling this 2-ton chain up out of the water. Und dann mussten sie stundenlang dann die Kette mit dem Anker hochziehen, die 2 Tonnen wiegt, manuell. This is a modern day ship. It's built to break ice. It has radar, communication, hydraulics, and it struggled in this area. Ein modernes Schiff, das dafür gebaut ist, Eis zu brechen und alles. Und es hatte Probleme mit diesem Wasser. So, the ancients found a better way. In der Antike hat man eine bessere Methode gefunden. So you see Athens, and just a little bit to the left where the green line hits the land. Wir sehen Athen und ein bisschen links davon gibt es eine Landzunge. That's where we zoomed in there. Da sind wir jetzt reingezoomt. And you can see where it says Corinth. Ihr seht Korinth. Okay, the ancient one's a little bit to the left, but Das Antike ist ein bisschen mehr zur linken Seite, aber ja, da ungefähr. so this land bridge is about 5 kilometers or so, 3 miles long. Diese Brücke hier, Landbrücke, ist so 5 Kilometer lang ungefähr. So as the kind of green light shows, says, hey, what if we could create a route where we could send the ships that way, and then they travel in these interior waters. It's a lot safer, it's a lot more protected. Und die Leute haben dann gesagt, hey, können wir nicht irgendwas entwickeln, dass wir die Leute da drüber schicken, über das Land? And a lot quicker. Das ist viel schneller. So what they did is they actually built a special road across this land bridge. Und sie haben eine spezielle Route gebaut über diese Landbrücke. And it goes between the Gulf of Corinth, we saw on the right side of the map, and the Saronic Gulf, which is on the right side, the east side. Und das ging dann von der einen Seite zur anderen Seite. And then it goes into the Gulf of Corinth on the left side. Heading both from Korinth. Alright? So when you get to one of these ports at either side, they would do one of two things. Wenn du zu einem dieser Häfen kommst, auf jeder Seite, dann würden die Folgendes tun. They either take all the goods out of the ship and then use slaves and carts and stuff and wheel it down the road to the other side. Sie haben entweder das Schiff entladen, alles mit Sklaven dann auf die andere Seite verfrachtet. Or they take the whole ship out of the water, put it on logs, and the slaves would pull it all across to the other side. Oder das Schiff aus dem Wasser geholt und dann von Sklaven übers Land haben ziehen lassen. So this is called the Diokos, and this is my DBS school. We're taking a little walk on it. Das ist dann die Diokos. Und hier haben wir die TS, die da langläuft. And a little bit zoomed in here. Bisschen reingezoomt. So kind of the light blue line, that's the ancient road. Die blaue, türkise Linie ist dann die antike Route. And in modern times, they actually blasted through the rock, we're talking about 1900s, and created a canal. Und dann haben sie tatsächlich, Yeah. also im 19. Jahrhundert haben sie dann tatsächlich das Ganze aufgesprengt und eine tatsächliche Wasserroute dort erstellt. And modern ships go through here all day, every day. Und moderne Schiffe fahren da die ganze Zeit durch. And I think I have a picture of that eventually. Ich glaube, davon haben wir auch noch ein Bild. What you see on the left side, again, that's kind of modern Corinth, and the ancient site's kind of just to the east, the left of it, the west of it, the left of it. Also wir sehen da das moderne Korinth und das antike Korinth wäre noch ein bisschen weiter links. Okay. What's that other slide? Oh, we'll get to it. So anyways, it could take a few days for them, if there's a line, to move the goods, to get the ships moved, to bring back, and so it could take a few days.
Also es konnte dann natürlich ein paar Tage dauern, bis da was vorwärts geht, weil wenn viele Leute, wenn man anstecken muss, So all Leute these da sind und so. so all these sailors have some time off. Also haben all die Seeleute ein bisschen Freizeit. And these are sailors. They've been at sea. They are pagans. Und es sind Seeleute, die sind Heiden und sie waren lange Zeit auf hoher See. There's a big modern city. Das ist eine große, moderne Stadt. And a few days off. What do you think they want? Sie haben ein paar Tage frei. Was wollen die? Hmm? Food, yeah. Essen, ja. Something a bit darker, maybe. Worship their gods. Worship their gods. Or let's just put it, they want alcohol, women. Die wollen Weiber und Wein. And Corinth was more than happy to provide those needs. Und Korinth hatte da genau das Richtige für die. Just another little bit about the canal. But on the other side of the canal, or one side of the canal, you have Corinth, and the other side you have I can never say it. Sinchera. I don't know what it is. Sinchera. Yeah, that one. And that's on the Aegean side. It's the more exposed side. Also an der offenen Seite. Facing towards Turkey and all that. Richtung Türkei und so. And so, verse 18, this is where Paul departs to head towards Ephesus. Und dahin geht als nach Ephesus will. So there's a little one, there's not much there. This was, the ruins you see, it's actually ruins of a church, first couple centuries, so this is after Paul. But die Ruinen, die ihr hier seht, es ist nicht mehr viel da, aber das hier sind jetzt zum Beispiel ein paar Kirchenruinen aus den ersten paar Jahrhunderten. Here's the modern day canal. Hier ist der moderne Kanal. This is next wave going through it. Das ist The Wyman ship going das through ist die Next Wave, die da durchfährt. I'm at that moment, I'm standing there actually steering it through this thing. And then the other picture is our navigation computer. Das andere Bild ist unser Navigationscomputer. Kind of the black circle is us. Der schwarze Kreis sind wir. Right in the middle of a landmass on a 200-ton ship. In der Mitte einer Landmasse auf einer 200 Tonnen, auf einem 200 Tonnen Schiff. And so it's a really cool experience. It's very tight in there. Das ist eine sehr geniale Erfahrung. Es ist ziemlich eng da drin. But they could actually push pretty big ships through here. Die konnten tatsächlich recht große Schiffe da durchschicken. Not the most modern, huge tankers and cruise ships, but some of the a little bit older, smaller cargo vessels and cruise ships will tug through here. Nicht die ganz großen Schiffe mit Lastschiffe, aber doch einige Last- und Handelsschiffe. Ja. Okay, so I'm sorry, trying to order my slides here. So a couple of events in Acts. When they dragged the leader of the synagogue to the front of the governor, and the governor says, "This is not our laws, get out of here." Also als die in der Apostelgeschichte die Leute vor den Gouverneur zerren und der dann sagt, das ist mir doch alles wurscht, verpisst euch. This most ancient Greek Roman towns had this area called the Bema. Die meisten römischen Städte hatten diese Sache namens Bema. It's kind of the courtroom area. Und das ist so der Gerichtssaal quasi. So up top is where your magistrates or your governor, whoever would sit. Da oben würde dann der Gouverneur oder Richter oder wer auch immer sitzen. And this is where the case would be held. Da wird dann das Verfahren verhandelt. And then this little post right here. Und dieser kleine Pfosten. It's not a short one, it remains of a big pillar. It's actually, that's the size of it.
Es ist kein kleines Überbleibsel von einem großen Säule, es ist tatsächlich so klein. 2 metal rings and straps on the sides of it. Hat 2 Metallringe an der Seite dran. Anyway, somebody's hands could be bound to it. Und da kann dann jemand festgebunden werden. And this is where if somebody decided, the magistrate decided if somebody needs to be whipped or beaten, they would be strapped to this. Also wenn der Magistrat dann beschließt, dem wird jetzt ausgepeitscht oder verprügelt, dann wird er da festgebunden. Kind of leaned over it or hanging on to it and whipped and beaten. Muss sich drüber legen. Okay, so that's this whole vent, and they whipped these other guys, so there you go. They also found evidence of the synagogue there. Sie haben auch Nachweise von der Synagoge dort gefunden. They're not really sure where it was, but they found these stones with, you can see Hebrew writing and the kind of menorah candle operas. Maybe it's not. It's probably Greek graffiti. Yeah. But anyways. Also sie haben die Steine mit der Menorah gefunden und deswegen geht man davon aus, dass das Teile der Synagoge sind. Yeah, so I don't have pictures that big enough for the top stone is, but anyways, you can see the bottom of the candles. Also ja, ihr könnt da die Menorah sehen. One of the temples there is the cult of Asclepius. Der Tempel dort ist der Kult der The cult of that Asclepius. Also von der. Good games. It's terrible. And this was again, I think if I've got it right, you ever gone to a doctor's office and they've got the little pole and or like an ambulance, they've got the pole with like the snake around it kind of thing? Also bei der Apotheke sieht man manchmal den Stab mit der Schlange drumherum. It's kind of connected to that. Zieht sich irgendwie da drauf. Back in the ancient times, you would kind of pray to this god or whatever, and if you had a physical ailment. Also damals hat man zu der Göttin gebetet, wenn man physisch was verkehrt. And some part of that ritual, whatever, for healing, is you would make a mold of whatever body parts ailed. Und dann macht man quasi einen Gipsabdruck von dem Körperteil, der krank ist. So you got hands, arms, Also hat man Arme, chests. Brustkörper. I've taken a nice picture because there includes other body parts, we'll put it that way. Es gibt noch andere Körperteile, deswegen habe ich nicht mehr Bilder gemacht. So it's that. All right. Now, couple other prominent features in Corinth here. Ein paar andere Sachen hier. This is the bottom of the site looking up. Hier schauen wir den Berg rauf auf den Tempel. And so you first see, the temple, and that's the temple to Apollo. Das ist der Tempel des Apollos. But what I'm really showing here, as you can see, is the mountain above. Aber wir schauen uns wirklich den Berg dahinter an. And that's called the Acrocorinth. Und das ist der Akrokorinth. And this is where the temple of Aphrodite was. Und da war der Tempel der Aphrodite. There's varying reports of how many temple prostitutes there were. Die Berichte darüber, wie viele Tempelprostituierten da waren, variieren. The reports go from anywhere from 100 to 1,000 temple prostitutes. Zwischen 100 und 1000, irgendwo so. And so some of the more wild accounts of 1,000, some of the more recent scholars are like, yeah, maybe that's a bit much. Also manche sagen 1000, aber andere sagen, ja, das steht schon noch. Now back to our sailors who've come in off the sea. Und zurück zu den Seeleuten, die vom Meer kommen. And you can imagine them all making the trek up the mountain. Und man kann sich vorstellen, die freuen sich jetzt, einen schönen Spaziergang den Berg rauf zu machen. But also, when I did the tour, our tour guide said also the prostitutes could work within the city as well. Und ich habe mit einem Tourguide, ich habe da die Tour gemacht und der Tourguide hat dann gesagt, dass die Prostituierten wahrscheinlich auch in die Stadt reinkommen konnten. And said the prostitutes themselves, their bodies were referred to in of itself as a temple to Aphrodite. Und die
Körper der Prostituierten könnten auch als Tempel für die Aphrodite angesehen werden. So remember that when we get a little later when we start talking about something, the Spirit of God. Erinnert euch daran, wenn wir später über den Geist Gottes reden. Okay? And so historical reports, again, a very free, very liberal city. Also eine sehr freie, liberale Stadt. And the historical reports say pretty much anything and everything can happen in Corinth. Und die Leute haben wohl gesagt, so ungefähr alles könnte in Korinth passieren. Kind of the Las Vegas of the time. Das ist quasi das Las Vegas von damals. Apparently, there was a word or kind of a proverbial statement about somebody, if somebody was extremely like to explore all manners of pleasure in life. Es gibt eine Redewendung für jemanden, der sehr willig war, alle Freuden des Lebens auszukosten. Or was quite perverted. Oder pervertiert war. They had a term that was basically saying, oh, they're like a Corinthian. Und die Redewendung war dann, der ist wie ein Korinther. And so Corinth became this place of legendary immorality. Korinth war also dieser Ort der legendären Morallosigkeit. All right, and Temple Apollos again is another main feature of the city, and we're going to come back to that. Und der Tempel des Apollos ist auch wieder so ein wichtiger Ort und so. Genau. Yes, and as I mentioned before, 1 Corinthians was at least the second letter Paul had actually wrote to the Corinthians. Und der erste Korinther war mindestens schon der zweite Brief, den Paulus an die Korinther geschrieben hatte. Chapter 5. Kapitel 5. This is 1 Corinthians chapter 5. 1. Korinther 5. Verse 9. Vers 9. When I wrote to you before, I told you not to associate with people who indulge in sexual sin. In einem früheren Brief schrieb ich euch, ihr solltet nicht mit Menschen zu schaffen haben, die sich auf Unzucht einlassen. So basically, he says, I wrote to you before. Sagt also grundlegend, ich habe euch schon mal geschrieben. So this is not the first letter that Paul has written to Corinthians. Das ist also nicht der erste Brief, den an die Korinther schreibt. We don't have that letter, it's disappeared in history. Die haben wir leider nicht, der ist in der Geschichte verschwunden. Okay? So, gives you a little understanding of Paul evangelizing in the city. Es gibt euch ein bisschen Verständnis dafür, dass Paulus in der Stadt evangelisiert hat. Trying to plant and disciple a church in this area. Eine Kirche zu pflanzen und in Jüngerschaft zu gehen. And hopefully enlightens you to some of the issues, why he has to write about some of these issues in this Und vielleicht erklärt es auch einfach, warum er diese Themen ansprechen muss. Alright. So I'll just talk about some of the themes that we see. Reden wir über ein paar Themen, die wir hier sehen. In chapter 1, we see again divisions in the church. Kapitel 1 sehen wir die Teilung der Kirche. And we see that he's writing because in verse 11 because he has a report from, quote, Cleo's people. Und er schreibt, wie wir in Vers 11 sehen, dass er von Cleo, den Leuten von Cleo gehört hat, dass es Probleme gibt. So again, there seems to be this correspondence back and forth when we have two letters from Paul's side. Und es scheint ein großes Hin und Her zu sein, aber wir haben nur Briefe von Paulus. But the issue is, they're saying, I guess maybe there's some house churches, and they're saying, oh, we follow Apollo, and this one's saying we follow Peter, and this one's we follow Paul, another one's saying, oh, we're just following Christ. Und das Problem ist, dass da jetzt wohl Hauskirchen gibt und die einen sagen, wir folgen dem Apollos, und die anderen sagen, wir folgen dem Petrus, die nächsten sagen, wir folgen dem Paulus, und dann sagen die anderen, wir folgen nur Christus. Seems a bit silly. Ist ein bisschen albern. But this was it's understandable in their culture.
aber in der Kultur verständlich. Again, they have Greek philosophers constantly traveling all through the world. Wir haben griechische Philosophen, die konstant durch die Welt reisen. It would be not uncommon for somebody to say, oh, I follow this philosopher, or I follow that philosopher, or this teaching, or whatever. Es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand dann sagt, ich folge diesem Philosophen oder jener Lehre. And so he's got to correct this, going, okay, no, you got it wrong. We're all teachers, we're all proclaimers of Christ. Und er muss dann eben erklären, nein, ihr habt das vollkommen missverstanden. Wir alle gehören zu Christus. Me, Apollos, Peter, we all follow Christ. Petrus, Apollos und ich, Paulus, wir alle folgen Christus. We're just different messengers of the same message. Wir sind unterschiedliche Botschafter derselben Botschaft. Okay? So that's kind of the early issue there. Das ist das frühe Problem da. Next section. So that kind of carries on into chapter 3. Und das geht dann weiter in Kapitel 3. And we see it's the greater issue is that they have, maturity issues within the church. Und das größte Problem ist eigentlich, dass sie nicht reif sind in der Kirche, in der Gemeinde. So again, verse 2 to 9. 2 Vers 9. I'll read it. Vers 2 Vers 9. I had to feed you with milk, not with solid food, because you weren't ready for anything stronger. And you're still not ready, for are still controlled by your sinful nature. You are jealous of one another and quarrel with each other. Doesn't that prove you are controlled by sinful nature? Aren't you living like people of the world? When one of you says, I'm a follower of Paul, and the other says, I'm a follower of Apollos, aren't you acting just like people of the world? After all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants, through whom you believe in the good news. Each of us did the work the Lord gave us. I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it. But it was God who made it grow. I am not important in who does the planting and who does the water. It's not important. What's important is that God makes the seed grow. The one who plants, the one who waters, works together with the same purpose, and both will be rewarded with their own work. We are both God's workers, and you are God's field. You are God's building. So you can see how he answers, like, all right, get this stupid Greek philosophy, Greek teacher thing out of your head. Und er sagte eben, bringt diesen so dumme Idee von griechischen Philosophen aus eurem Kopf raus. And it's easy to kind of be like, stupid Corinthians. Und es ist einfach jetzt zu sagen, die dummen Korinther. But you know what, I see modern day stuff like this quite a bit. Aber ich möchte sagen, dass ich da in der Moderne sowas relativ häufig sehe. Maybe not the same extreme, but Vielleicht nicht zum selben Punkt, aber oh, I'm in this church or that church. ich bin in dieser Kirche oder jener Kirche. I follow Mike Bickle. Ich folge Mike Bickle, IHOP. Ja, ich folge dem vom internationalen Haus des Gebets. I follow Bethel, Ich Bill Johnson, folge Chris Bethel. Halton. Or no, I follow this theologian or that. Ich folge jedem Theologen oder nicht. So we do still have a little bit of this in our day. Also haben wir irgendwo immer noch auch heutzutage. And then recently, now working with this refugee church in Dresden, Und wo ich jetzt mit den Flüchtlingen in Dresden arbeite, they're a little bit more, I think, more closer to the Corinthians. die sind noch ein bisschen näher an den Korinthern dran. Almost the entire church, the Persian church in Dresden, are baby Christians. Fast alle Perser dort sind Babychristen. Most of them have been believing for about 2 years or less. Die meisten sind seit 2 oder weniger Jahren am Glauben. And the issues we have to deal with
Und die Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, it's like putting up with 3 and 5-year-olds ist, als ob man sich mit 3-, 4-Jährigen beschäftigt. and a spiritual